Modalverben einfach erklärt. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen euch heute wie immer mit du an, damit es etwas persönlicher ist. Hi, wir freuen uns riesig, dass du reinschaust. Du, Anna, ich habe da mal eine Frage, die mir schon länger durch den Kopf geht. Diese Modalverben. Ich verstehe das nicht immer ganz. Ah ja, unsere lieben Modalverben. Die sind wirklich wichtig im Deutschen. Aber kein Stress, wir kriegen das hin. Sollen wir uns die heute mal genauer anschauen? Also, wann man sie benutzt. Und vor allem, wie. Auf jeden Fall. Das würde mir echt helfen. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, welche es überhaupt gibt. Na klar. Die klassischen Modalverben im Deutschen sind dürfen, können, mögen, müssen, sollen und wollen. Oft zählt man auch möchten dazu. Das ist eigentlich der Konjunktiv 2 von mögen und wird im Alltag ständig verwendet, weil es eine besonders höfliche Art ist, Wünsche auszudrücken. Okay, das sind ja schon einige. Und die verändern dann die Bedeutung vom Hauptverb, oder? Und was bedeutet das konkret? Ganz genau. Sie geben dem Hauptverb eine bestimmte Färbung. Also b. ob etwas erlaubt ist, ob man es will oder muss. Das Hauptverb steht im Satz dann im Infinitiv, ganz am Ende. Zum Beispiel, ich kann schwimmen. Alles klar, das Hauptverb rutscht ans Satzende. Merke ich mir. Beispiel 1. Können. Fähigkeit, Möglichkeit. Dann schauen wir uns mal können an. Damit sagen wir meistens, dass jemand eine Fähigkeit besitzt oder dass etwas möglich ist. Zum Beispiel, ich kann Deutsch sprechen. Das zeigt eine Fähigkeit. Oder, es kann heute noch regnen. So drückst du eine Möglichkeit aus. Ah, okay. Also etwas, das ich gelernt habe. Oder etwas, das vielleicht passiert. Wie? Wir können uns morgen treffen, wenn du Zeit hast. Das beschreibt dann eine Möglichkeit, richtig? Perfekt. Genau so. Das beschreibt die Möglichkeit. Oder auch, Lena, du kannst echt gut Gitarre spielen. Damit zeigst du ihre Fähigkeit. Danke, Anna. Ich glaube, können habe ich jetzt drauf. Beispiel 2. Müssen. Notwendigkeit, Zwang. Super. Weiter geht's mit müssen. Das benutzt man, wenn etwas notwendig ist oder man keine Wahl hat. Zum Beispiel, ich muss meine Hausaufgaben machen. Das zeigt eine Pflicht. Oder man muss hier rechts abbiegen. Hier geht es um eine Regel, die man befolgen muss. Verstanden. Etwas, das man nicht unbedingt will, aber eben tun muss. Wie? Ich muss morgen früh raus, weil ich einen Termin habe. Exakt. Oder ich bin krank. Ich muss im Bett bleiben. Beispiel 3. Dürfen, Erlaubnis, Verbot im Negativen. Ein weiteres wichtiges Modalverb ist dürfen. Das steht für eine Erlaubnis. Zum Beispiel, Kinder dürfen hier spielen. Auch, es ist erlaubt. Im Negativen, mit nicht, zeigt es ein Verbot. Hier darf man nicht parken. Ah, auch quasi das Gegenteil von müssen, wenn es um eine Notwendigkeit geht. Kann ich fragen, darf ich dir eine Frage stellen, Anna? Na klar darfst du das. Super Beispiel. Damit bittest du höflich um Erlaubnis. Danke. Dürfen habe ich damit auch verstanden. Beispiel 4. Sollen, Aufforderung, Rat, moralische Pflicht. Als nächstes haben wir sollen. Damit können wir eine Aufforderung oder einen Auftrag ausdrücken. Du sollst dein Zimmer aufräumen. Sagt zum Beispiel deine Mutter. Es kann aber auch einen Rat darstellen, du solltest mehr Wasser trinken. Das ist dann Konjunktiv 2. Oder es beschreibt eine moralische Pflicht, man soll anderen helfen. Also, wenn mein Arzt sagt, Sie sollen diese Tabletten nehmen, dann ist das eine Anweisung. Oder meine Professorin meint, Sie sollen den Essay bis nächste Woche abgeben. Und wenn du sagst, du solltest dich besser vorbereiten,
Dann ist das ein Rat? Genau so ist es. Gut aufgepasst. Der Konjunktiv zweite bei solltest macht den Rat etwas weicher und weniger befehlend. Beispiel 5. Wollen. Wunsch, Absicht. Wollen ist ziemlich klar. Es zeigt einen Wunsch, einen Willen oder eine Absicht. Zum Beispiel, ich will ein Eis essen. Oder, wir wollen nächstes Jahr nach Italien reisen. So drückst du aus, was du vorhast. Das bedeutet, dass man sich etwas fest vorgenommen hat. Wie? Ich will unbedingt mein Deutsch verbessern. Richtig starkes Beispiel. Das zeigt deine Entschlossenheit. Beispiel 6. Mögen, möchten, Neigung, höflicher Wunsch. Und zum Schluss noch mögen und möchten. Ich mag Schokolade. Das zeigt eine allgemeine Vorliebe. Aber wenn du etwas höflich und konkret wünschen oder anbieten willst, benutzt du möchten. Möchtest du einen Kaffee? Oder ich möchte bitte bezahlen. So äußerst du einen höflichen Wunsch. A. Mögen. Für Dinge, die ich allgemein gern habe, wie ich mag den Sommer. Und möchten für konkrete, höfliche Wünsche. Ich möchte gern einen Termin vereinbaren. Genau auf den Punkt gebracht. Zusammenfassung und Übung für dich. So, das waren jetzt alle 6 bzw. 7 Modalverben im Schnelldurchlauf. Wichtig: Sie verändern die Bedeutung des Hauptverbs. Und das steht im Infinitiv am Satzende. Und jedes Modalverb bringt seinen eigenen Ton mit. Das war echt hilfreich. Die Beispiele haben alles viel klarer gemacht. Aber jetzt wollen wir mal sehen, ob du auch alles verstanden hast. Anna, hast du eine kleine Übung für unsere Zuschauer, also für dich, vorbereitet? Na klar, Lena, jetzt bist du dran. Wir geben dir ein paar Sätze und du überlegst, welches Modalverb am besten passt. Schreib deine Antworten in die Kommentare. Bereit? Los geht's! Übung 1. Stell dir vor, es ist sehr kalt draußen und du hast keine warme Jacke. Du sagst zu einem Freund, ich friere. Ich. Jetzt wirklich eine warme Jacke haben. Welches dieser Modalverben drückt einen starken Wunsch oder sogar eine Notwendigkeit aus? Muss, möchte oder kann. Puh, also kann passt hier wohl nicht, oder? Es geht ja um einen Wunsch. Ich würde vielleicht möchte sagen, weil es ein Wunsch ist. Das ist schon mal eine gute Überlegung, Lena. Die richtige Antwort ist, dass beides möglich ist. Möchte zeigt einen starken Wunsch auf nette Weise, während muss die Dringlichkeit betont, fast schon dramatisch, wenn es absolut notwendig ist. Also, ich möchte, muss jetzt wirklich eine warme Jacke haben. Super, wenn du eine von beiden Lösungen hattest. Ah, okay, muss. Für die stärkere Dringlichkeit und möchte als höflicher Wunsch. Verstehe. Übung 2. Okay, nächste Situation. Du siehst ein Schild in einer Bibliothek. Hier, Mann nicht laut sprechen. Was steht da? Welches Modalverb drückt hier ein Verbot aus? Darf, soll oder will? Ein Verbot. Das klingt nach darf, oder? Darf nicht ist ja oft ein Verbot. Genau richtig, Lena. Die richtige Antwort ist darf. Hier darf man nicht laut sprechen. Das ist ein klares Verbot. Soll nicht wäre eher ein starker Rat und will nicht würde hier nicht passen. Übung 3. Gut. Nächste Übung. Ein Freund von dir lernt für eine wichtige Prüfung und ist sehr müde. Du willst ihm einen guten Rat geben. Du sagst, du, wirklich eine Pause machen und etwas schlafen. Welches Modalverb ist hier passend für einen Rat? Willst, musst oder solltest? Ein Rat. Da hatten wir doch vorhin solltest, oder? Exzellent mitgedacht, Lena. Die richtige Antwort ist solltest.
Du solltest wirklich eine Pause machen. Das drückt einen freundlichen Ratschlag aus. Musst wäre zu stark für einen Rat unter Freunden. Und willst passt hier nicht. Super, das macht Sinn. Okay, ich bin bereit für mehr. Übung 4. Stell dir vor, du hast deinen Schlüssel in der Wohnung vergessen und die Tür ist zu. Du triffst deinen Nachbarn und fragst ihn höflich um Hilfe. Du sagst, Sie mir vielleicht helfen? Ich habe mich ausgesperrt. Welches Modalverb benutzt du für eine höfliche Bitte, ob etwas möglich ist? Wollen, müssen oder können? Hinweis: Auch wenn wir dich mit du ansprechen, geht es hier um eine höfliche Situation mit einer fremden Person. Das Modalverb bleibt gleich, aber weil du eine fremde Person ansprichst, nutzt du hier natürlich die Höflichkeitsform Sie. Eine höfliche Bitte wollen klingt da etwas zu fordernd. Ich tippe auf können. Sehr gut, Lena. Die richtige Antwort ist können. Oder noch höflicher im Konjunktiv 2. Könnten Sie mir vielleicht helfen? Beide drücken aus, dass du höflich nach einer Möglichkeit fragst. Verstanden. Eine höfliche Bitte also mit können. Übung 5. Okay, aufgepasst. Jemand möchte Arzt werden. Diese Person sagt, ich studiere Medizin, weil ich später kranken Menschen helfen. Welches Modalverb zeigt hier einen festen Willen oder eine klare Absicht für die Zukunft? Darf, möchte, will oder soll? Wenn jemand etwas fest vorhat, das war doch wollen, oder? Möchte klingt auch gut, weil es ein Wunsch ist. Richtig überlegt, Lena. Die richtigen Antworten sind sowohl möchte als auch will. Möchte betont den Wunsch. Will die feste Absicht. Ich studiere Medizin, weil ich später kranken Menschen helfen möchte. Will. Soll würde hier nicht passen, da es eher eine Erwartung von außen wäre. Beide Varianten zeigen, dass diese Person ein klares Ziel verfolgt. Das leuchtet ein. Die Unterscheidung zwischen Wunsch und festem Willen. Übung 6. Jetzt eine Situation im Supermarkt. Ein Kind sieht Süßigkeiten und sagt quengelig zu seiner Mutter, ich, jetzt sofort diese Schokolade haben. Welches Modalverb zeigt hier einen sehr starken, fast schon drängenden Wunsch eines Kindes? Kann, darf oder will. Oh, das kenne ich. Kinder sagen da oft ganz klar, was sie wollen. Also will. Genau das, Lena. Die richtige Antwort ist will. Ich will jetzt sofort diese Schokolade haben. Typisch, wenn Kinder unbedingt etwas haben wollen. Kann oder darf passen hier nicht zum drängenden Ton. Übung 7. Stell dir vor, du sprichst mit einem Freund über einen neuen Film, den alle super finden. Dein Freund hat ihn aber noch nicht gesehen. Du sagst zu ihm, du, dir den Film unbedingt ansehen. Er ist fantastisch. Welches Modalverb benutzt du, um eine sehr starke Empfehlung, fast schon eine dringende Aufforderung im positiven Sinne, auszudrücken? Solltest, musst oder magst? Magst passt hier nicht. Wenn es eine sehr starke Empfehlung ist, dann vielleicht sogar musst, obwohl es keine Pflicht ist. Guter Gedanke, Lena. Und genau, die richtige Antwort ist musst. Du musst dir den Film unbedingt ansehen. Damit drückt man aus, dass es sich wirklich lohnt. Solltest wäre auch okay als Rat, aber musst verstärkt die Empfehlung noch. Das ist gut zu wissen, dass müssen auch so positiv sein kann. Übung 8. Dein Freund erzählt dir, dass er morgen ein wichtiges Vorstellungsgespräch hat. Du möchtest ihm einen Ratschlag geben, damit er gut vorbereitet ist. Du sagst, du, deine Unterlagen nochmal genau durchsehen und pünktlich sein. Welches Modalverb passt hier gut für einen Ratschlag oder eine Empfehlung? Willst, sollst, solltest oder kannst? Wieder ein Ratschlag. Ich bleibe bei solltest.
Oder geht hier auch sollst? Beides ist richtig, Lena. Am besten passt hier solltest, aber auch sollst ist richtig. Du sollst deine Unterlagen nochmal genau durchsehen. Solltest als freundlicher Rat, sollst als wichtiger Hinweis. Puh, das waren jetzt schon einige. Wie lief's bei dir? Hast du ein Gefühl dafür bekommen, welches Modalverb in welcher Situation passt? Es geht wirklich viel um den Kontext und die Nuance, die man ausdrücken möchte. Aber keine Sorge, das kommt mit der Zeit und viel Übung. Was wir heute gelernt haben, Lena. Modelverben sind wie kleine Helfer. Sie zeigen uns, wie stark, höflich oder dringend etwas ist, was wir sagen wollen. Das stimmt. Und genau deshalb, schreib uns doch mal, bei welcher Übung du vielleicht unsicher warst oder welches Modalverb dir noch Schwierigkeiten bereitet. Hast du Lust, jetzt eigene Beispielsätze mit Modalverben zu schreiben? Poste sie in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Zum Beispiel: Was musst du heute noch machen? Was darfst du am Wochenende? Und was willst du unbedingt lernen? Und denk dran, mit Modalverben kannst du viel genauer ausdrücken, was du willst, darfst oder musst. Also, weitermachen. Wir sind gespannt auf deine Sätze und Kommentare. Und wenn du noch Fragen hast, nur her damit. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.